Das ist leider Gottes. Papst Franziskus hat eine gewisse Zweideutigkeit in seinen Worten und Handlungen. Ja, ich habe nicht so oft die Möglichkeit, ihn persönlich zu treffen. Ich hatte nur bei Madlimener Besuch unserer Gruppe, unserer Region, aber da hatte ich nicht über dieses Problem gesprochen. Ich habe damals gesprochen über das Problem des Abu Dhabi-Dokumentes, das der Papst unterzeichnet hat, 2019 in Abu Dhabi, über die Verschiedenheit der Religionen, was dieser Satz ja an sich falsch ist, ein Irrtum. Ich habe ihn da im Beisein der anderen Bischöfe gebeten, das zu korrigieren, das zurückzunehmen und richtig zu stellen. Und da hatte ich nicht die Möglichkeit, über die überlieferte Liturgie oder überhaupt über die Tradition zu sprechen. Allgemein, was er sagt, öffentlich, ist eher leider Gottes eine gewisse Verachtung von allem, was mit Tradition zu tun hat. Das ist seine Denkweise ist ja bekannt, wie er sie äußert auch nach außen. Bei vielen Gelegenheiten immer wieder Aussagen, die eine gewisse Verachtung hat zu allem, was die Kirche vorher hatte, gefeiert hatte, geglaubt hatte und so. Und das ist leider der Fall. In manchen persönlichen, privaten Begegnungen, nicht mit mir, aber mit anderen Personen der Tradition, hat er vielleicht persönlich diesen Menschen gegenüber etwas Positives gesagt über die überlieferte Messe. Ich kenne einen Fall, wo einem Priester aus Argentinien das erlaubt hat, auch nach Traditionis Custodes. Und auch den zwei Oberen der Petrusbruderschaft, diesen berühmten Brief oder kleinen Dokument geschrieben hat, wo er ihnen zugesichert hat, dass die überlieferte Liturgie beibehalten dürfen. Das sind schon erfreuliche Zeichen, aber im Allgemeinen öffentlich nicht. Das ist leider Gottes. Papst Franziskus hat eine gewisse Zweideutigkeit in seinen Worten und Handlungen gezeigt. Und ja, wir hoffen, dass er vielleicht doch zu einer Wertschätzung der Tradition zurückfindet, die er sicherlich hatte, wo er jung war. Er war ja Jesuit geworden als junger Mann, hat ein Bekehrungserlebnis gehabt, wo er ungefähr 19 war. Und damals, das war ja in den 50er Jahren noch alles Tradition, von der Tradition geprägt. Ich hoffe, dass er da zurückfindet zu seiner Kindheit, zu seiner Jugend, wo er in der Tradition lebte, auch die überlieferte Messe auch ministriert hatte. Das würde ich ihm wünschen, dass er da zurückfindet durch die Gnade Gottes und dann der Kirche wieder diesen Schatz öffnet.